Zuletzt waren wir einen Monat in der Marina von Pobla de Fanals. Dort konnten wir viel von Valencia besichtigen und auch im Boot einiges erledigen. Doch wir wollten weiter und auch endlich mal wieder ankern. Das hatte jedoch nicht geklappt. Wir konnten keine geschützte Ankerbucht finden, also liefen wir erstmal den Hafen in Gandia an. Das tatsächliche Wetter macht uns einen kleinen Strich durch die Rechnung. War gefühlt alles anders angegeben, als es tatsächlich ist. Wir hatten mehr so mit Halbwind gerechnet. Jetzt sind wir voll am Windkurs. Die Wellen wären eigentlich größer, was jetzt Deluxe-mäßig kleiner ist. Das ist schön. Aber auch viel mehr Wind. Also wir haben mit 16 Knoten gerechnet. Jetzt haben wir 11 mitsamt unserer Geschwindigkeit, also vielleicht 8. Das ist halt gerade mal die Hälfte. Also irgendwie entweder sind wir richtig schlecht in Wettervorhersagen digital ablesen oder wir haben immer noch nicht das richtige Modell hier für Mittelmeer rausgefunden. Naja, aber wir kommen immerhin gut voran. Wir sind jetzt schon seit knapp 2 Stunden unterwegs und haben stolze 5 Meilen gemacht. Ja. Aber Doro hat zum Glück einen recht nahen Ankerplatz gefunden. Insgesamt 12 Meilen, das heißt jetzt noch knapp 3 Stunden. So, letzte 2 Meilen. Wir packen unsere Segel. Ansonsten würden wir, glaube ich, noch mal eine Stunde brauchen, bis wir da sind. Wenn nicht sogar länger. Und wir haben auch keine Lust mehr auf Krümmung. Wisst, wir sind irgendwo aufgekommen.
Deswegen wir jetzt doch ein bisschen umparken müssen. Ai. So, wir sind etwas fertig angekommen. Und es schunkelt und schaukelt. Das ist brutal. Jetzt haben wir mal im Internet nachgeguckt. Und Hafenkino hatte tatsächlich jetzt einen Trick, den wir mal versuchen anzuwenden. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wie es sich bewegt. Meine Frau bewegt sich. Reicht als Beweis. Das ist noch ein bisschen. Aber ich würde es, glaube ich, sogar noch einen Tick länger machen. Ja, aber das zählt ja im Prinzip erst ja ab da, oder? Okay, also wir haben hinten eine Leine, Mitte eine Leine und die haben wir einfach an der Kette befestigt und die Kette dann rausgelassen. So lange, bis im Prinzip so ein Dreieck entstanden ist und wir jetzt genau so stehen, dass wir immer zur Welle sind. Ja, halt in der Welle stehen. Die Welle kommt von vorne. Und dann haben wir noch wie immer unsere Anker entlastet. Und jetzt ist es statt so. Das ist, glaube ich, angenehmer, weil einfach auch sich die Welle auf die Länge des Bootes ausbreitet, anstatt auf die Breite. Jetzt gucken wir mal nach unten, ob es so genauso ist. Aber hier oben kann man schon besser machen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Ist jetzt kein Wundermittel, aber es hilft. Ich glaube, es hat aber zwei Nachteile. Eins wäre, wenn die Welle dreht, dann müssen wir natürlich nachjustieren, aktiv. Und ich glaube, das zweite Problem könnte mit dem Ankeralarm sein. Wir wissen nicht ganz, wie sich jetzt die verlängerte Kette auf den Radius auswirkt. Zu müde. Wir gehen jetzt pennen. Schönen guten Morgen. Wir sind kaputt. Gestern Nacht haben wir, also bevor wir schlafen gegangen sind, nochmal dieses Ankerkettentrick aufgelöst, weil wir irgendwie 90 Grad zur Welle standen. Und dann ging's ab. Also gefühlt haben wir gar nicht geschlafen. Um 3 sind wir dann beide raus und dann gesagt, okay, wir versuchen es nochmal mit diesem Ankertrick. Hat dann irgendwie geholfen. Auch wieder nur gefühlt die ersten 10 Minuten und dann ging es schon wieder ab. Irgendwie standen wir dann mit dem Hintern zur Welle. Bei uns ist es auch noch so mit dem verlängerten Poppes, dass wenn da die Welle drauf rauscht, ist das so laut. Also um 5 Uhr morgens wieder raus. Der Ankerkettentrick wieder gelöst. Damit wir in der Richtung dann wieder sind. Zum Glück gab es auch ein bisschen Wind. Und ja, ich glaube, dann konnten wir ein bisschen schlafen. Jetzt haben wir 9:30. Dora hat jetzt direkt den günstigsten Hafen in den hier rausgesucht und jetzt fahren wir einfach direkt mal hin. Immer noch 2. Also, nicht nachfüllen.
automatische Tür. So, stolze 70 € bezahlt für eine Nacht. So viel zu sparen. Eine Nacht gespart. Ich Anker, gerade direkt 3 Nächte hinten wieder bezahlt. Wir mussten 30 € jetzt noch für einen Adapter bezahlen, weil die noch hier so ein Großstromding haben. Und wir wussten auch nicht, dass Strom nicht inklusive ist, Wasser nicht inklusive und dass alles in Netto angegeben wird. Also so ein Head-Trick. Und wir werden natürlich als 12-Meter-Boot gewertet, was halt auch nochmal so ein bisschen alles teurer gemacht hat. Müssen auf jeden Fall nächsten Tag weg. Guten Morgen. Heute geht's zu den Balearen. Geil! Ein bisschen nervös sind wir schon. Wir sind wie immer ein bisschen zu spät dran. Es ist jetzt inzwischen 7:30. Aber wir haben trotzdem noch einen Puffer. Rechnen so mit knapp 12 Stunden. Dann wären wir trotzdem noch vor Sonnenuntergang. Wir sind trotzdem noch da am Ankerplatz. Nur gespannt wegen dem Wind, weil Wetter war bisher immer so nicht das, was angegeben war. Jetzt sollten wir eigentlich Wind von hinten haben. Leichte Welle, ein bisschen schräg. Ja, und bis Abend etwa guten Wind. Worüber ich mir noch Sorgen mache, ist unsere Müdigkeit. Wir haben jetzt die letzten 2 Tage, ja gut, vorgestern war sowieso Katastrophe. Aber gestern haben wir auch nur knapp jetzt, also heute 6 Stunden geschlafen. Ist auch nicht so geil. Man merkt es ein bisschen. Man hat so ein bisschen Müdigkeitskopfschmerzen. Ich hoffe, dass während der Fahrt wir ein bisschen gegenseitig schlafen können. Also dass wir abwechselnd irgendwie mal ein bisschen pennen. Troubles at your door. Come on, let's tell it time to go. If there's one thing that I know, we're gonna make it. We're gonna make it through. One step big coming through. 'Cause as long as we are breathing. Aus dem Hafen rausgefahren und Welle wird schlimmer, aber Wind ist noch nicht da. Wir hoffen, dass er dann kommt, wenn wir hinter der Spitze sind. Aber wir haben auch noch ein Mitseglerschiff, eine kleine Flottille. Der hat anscheinend dieselbe Idee und denselben Rhythmus. Zweite Stunde. Wie man hört, wir sind immer noch unter Motor. Der Segler vor uns entwischt uns allmählich, aber der ist auch noch unter Motor. Aber wir sind auch noch nicht so richtig an der Spitze vorbei, wo der Wind anfangen soll. Hoffen wir mal, dass es in der nächsten halben Stunde soweit ist. Wir sind immer noch nicht im Windbereich. Das wäre zwar jetzt nicht so geil mit dem nur rüber zu Motoren, aber es ist immer noch schöner als mit Gegenwind oder mit zu heftigem Wind. Jetzt machen wir das Beste draus.
hours. Gale warning, there is no gale warning. Forecast for icy areas. Menorca, Cabrera, High. Also eigentlich wollte ich das schon gestern zeigen, aber wir hatten einfach keine Zeit. Wir haben ja noch ein paar Sicherheitsaspekte nochmal nachjustiert, weil immer, wenn wir halt reisen, dann sind wir halt relativ nah an der Küste und halt nicht so hart ausgerüstet sein mit Sicherheitsmaßnahmen, weil wir sind ja maximal irgendwie nur 1 oder 2, vielleicht mal 3 Meilen von der Küste entfernt und selbst wenn da was passiert, Häfen sind nicht weit weg, vor allem hier im Mittelmeer ist ja gefühlt jede fünfte Meile ein neuer Hafen und man fühlt sich auch auf jeden Fall viel sicherer. Nichtsdestotrotz, ein paar Sicherheitsmaßnahmen haben wir immer. Die Weste tragen wir zu 90% der Zeit. Jetzt zeige ich noch, was wir vielleicht zusätzlich gemacht haben. Einfach mal, wenn es losgeht. Ja. Zusätzlich haben wir ein E-Pier befestigt. Falls alles hier ausfällt, können wir das einfach anmachen und dann schickt es ein Notsignal. Das haben wir normalerweise nicht draußen, aber jetzt für eine Überfahrt. Genau, was auch noch Standard ist, ist ein Messer. Spätestens seit den Kanälen immer da. Funke haben wir jetzt auf 3 Kanälen. Normalerweise haben wir es maximal auf 2 Kanälen. 16 ist Standard. 9 haben wir dann am Festland. Hier ist es irgendwie 11 und 3 nochmal für Ibiza speziell. Das haben wir eigentlich auch immer eher verstaut, aber auch relativ nah griffbereit. Jetzt haben wir es halt rausgeholt. Eine Erinnerung, wie wir im Notfall bei der Funke rauscallen. Also wie Notfall, wie eventuell nur ein Schaden, wenn wir nicht weiterkommen oder wenn wir irgendwas sehen, was auf dem See problematisch sein könnte. Das haben wir von Onkel Silvio bekommen. Ein super cooles Weihnachtsgeschenk. Dann haben wir noch zwei andere Dinger. Das sind aber eher so Hilfstafeln für Proviant und seekrank. Aber sehr, sehr cool. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Okay, dann haben wir noch ein Grab-Bag, so unsere Notfalltasche. Das richten wir eigentlich auch nicht so oft. Falls wir über Bord gehen müssen, sind da ein paar überlebensnotwendigere Sachen. Wasser, ein bisschen Essen, eine Taschenlampe mit Batterie drin, Bargeld, unsere Dokumente, ja, solche Dinge. Und wenn wir praktisch über Bord gehen müssen oder das Schiff verlassen, dass wir nicht nackt dastehen. Und dann haben wir noch unsere Rettungsinsel. Ist eigentlich auch standardmäßig, aber wir sind noch mal durchgegangen, wie wir die praktisch benutzen. Also entweder das aufmachen oder aufschneiden und dann ziehen, dann geht es auch schon auf. Das, wenn das Boot halt einfach absäuft. Wind ist immer noch keiner da, obwohl es eigentlich schon längst da sein muss. 3 Modelle, glaube ich, geguckt, 4 insgesamt. Ein griechisches Wettermodell, amerikanisches, das europäische benutze ich hier gar nicht mehr, weil das von Anfang an nicht gepasst hat. Das französische ist eigentlich recht zuverlässig, aber auch hier jetzt schon öfters im Stich gelassen. Und sogar auf der offiziellen spanischen nationalen Wetterdienst-Seite geguckt. Alle haben gesagt, wir kriegen Rückenwind. Und, irgendwie, da hatte ich mir vorgestellt, dass mehr Dramatik ein bisschen reinkommt. Na dann, versuchen wir es mal. So, 7. Stunde. Wir sind optimistisch und versuchen es jetzt mal, die Segel hochzumachen. Mal schauen, ob es funktioniert.
ist jetzt nicht ideal, aber wir machen immer noch 5 Knoten. Trotz 6 Knoten Wind. So, wir haben es versucht und wir sind gescheitert. Wir haben irgendwann rausgefunden, so unsere Grenze ist, glaube ich, bei 7 Knoten, so Pi mal Daumen. 7 Knoten Wind brauchen wir, damit wir einigermaßen segeln können. Wir waren optimistisch, wir hatten 6. Aber ja, die Welle ist stärker und naja, doof. Die gute Nachricht, wir kriegen so einen kleinen Push von hinten durch Strömung. Das gibt uns fast einen ganzen Knoten mehr. Das heißt, wir sind in 3,5 Stunden etwa da. Aber damit haben wir dann die ganze Strecke gemotort. Stunde 9. Endet jetzt fast. Jetzt sind wir schon mal Stunde 10. Wind hat 10 Stunden, glaube ich, jetzt Verspätung gehabt. Jetzt allmählich kommt er. Aber da es nur noch für uns weniger als eine Stunde ist, haben wir gesagt, nee, Großsegel lohnt sich nicht mehr. Wir freuen uns auf jeden Fall aufs Ankommen. Und wir sehen auch schon den ersten Hafen. Erste Bucht hat nicht funktioniert. Hier ist das Problem, dass man nicht im Seegras ankern darf. Dass es auch sehr hohe Strafen gibt. Also weder der Anker noch die Kette darf anscheinend im Seegras. Und da wurde auch gelesen, dass wer auch immer das kontrolliert, dass die immer noch am Kontrollieren sind. Und ja, in der Bucht gab es, glaube ich, nur 3 Flecken ohne Seegras und alle 3 Flecken waren halt besetzt. Ja, jetzt schauen wir uns halt die nächste Bucht an. Das ist jetzt eine Meile weit weg. Wieder nichts. Nächste Bucht. Voll ins Nasse gesetzt. So, nach guten 2 Stunden jetzt. Und ich glaube 5 Buchten haben wir es geschafft. Mit Hilfe von tatsächlich unseren wahrscheinlich nettesten jetzt Nachbarn, die wir auf der ganzen Insel bestimmt kennenlernen werden. Da gehen wir die morgen mal besuchen. Aber wir sind einfach so kaputt. Ich glaube, wir haben 5 Mal den Anker geworfen und jedes Mal halt per Hand hochgezogen. Aber der Nachbar ist direkt auch rüber, der uns geholfen hat. Hat uns ein Bier gebracht. Und auch wenn wir kein Bier eigentlich trinken, ist uns jetzt so scheißegal. Zum Glück haben wir alles eigentlich nur 40 Leute, die uns zugucken. Und die wissen hoffentlich, wie man mit Alkohol umgeht. Ansonsten sucht euch Hilfe. Müssen wir jetzt so ein Hilfeding einblenden. Ja. Noch so eine halbe Stunde, dann ist Sonnenuntergang. Meine Schuhe sind komplett nass. Gerade ist so ein Schwapp dann reingekommen.